Die Anforderungen an ein All-Mountain EMTB sind ziemlich vielfältig. Gut klettern, sicher abfahren, komfortabel und ausdauernd touren. Und der Fahrspaß sollte auch nicht zu kurz kommen. Keine leichte Aufgabe. Das Mondraker Crafty Air schafft diesen Spagat ziemlich gut. Und damit Servus und Hallo zum Check unseres Testsiegers. In unserer EMTB-Ausgabe 3 2021 haben wir 8 All-Mountains zwischen 5.500 und 6.000 Euro getestet. Das Crafty Air von Mondraker hat sich dabei mit besonders ausgewogenen Fahreigenschaften im Praxistest abgehoben. Doch erstmal ein Blick auf die Eckdaten. Die Basis bilden 29er Laufräder und ein Fahrwerk mit 160 mm Federweg an der Front und 150 am Heck. Bei der Gabel gehen die Spanier in die Vollen und setzen auf die robuste Fox 38. Ein Fingerzeig in Richtung Abfahrt. Hinten soll die Federung mit virtuellem Drehpunkt für ähnliche Souveränität sorgen. Zero Suspension nennt Mondraker dieses System, bei dem der Hinterbau über 2 separate Wippen angelenkt wird. Der Antrieb kommt von Bosch. Mit dem bewährten Performance CX hat man gut kontrollierbare Power an Bord. Die Reichweite mit dem 625er PowerTube ist sehr gut. Eine kleine Besonderheit ist die Akkuentnahme nach oben. Das erleichtert das Handling und der Akku mit fest verschraubtem Cover ist besser vor Dreck geschützt. Allerdings muss der Flaschenhalter seinen angestammten Platz auf dem Unterrohr verlassen. Die Positionierung unter dem Oberrohr ist ungewohnt. Bei der Wertigkeit der Ausstattung kann das Crafty Air nicht ganz mit den preisaggressiven Konkurrenten mithalten. Ein NX-Schalthebel und G2R-Bremsen von SRAM für 5.999 Euro, das können manch andere im Test deutlich besser. Doch wie schon gesagt, da wo es drauf ankommt, brilliert das Bike, nämlich im Gelände. Technische Uphills meistert das Crafty super unkompliziert und souveräner als alle anderen Testbikes. Das Vorderrad bleibt auch an steilen Rampen am Boden, das gibt viel Kontrolle. Dafür sorgen die recht langen Kettenstreben, die zentrale Sitzposition und die flache Front. Absoluter Pluspunkt im Uphill ist die starke Hinterbaufederung. Sie arbeitet sehr sensibel, aber nur so viel, wie wirklich nötig ist. Dadurch bleibt das Heck stabil und der Dämpfer steht hoch im Federweg. Ein wirklich charakterbildendes Merkmal des Crafty. Auch bergab verliert das Mondraker nicht an Souveränität. Die Geometrie ist absolut ausgewogen, das Fahrwerk feinfühlig und schluckfreudig zugleich. Ob kleine Schläge oder große Brocken, das Crafty hält unbeeindruckt Bodenkontakt. Die massive Fox 38 Gabel spielt besonders auf ruppigen Kursen ihre Stärken aus und begeistert mit einer souveränen Führung. Und erfreulicherweise kann auch das Heck voll mithalten. So versprüht das Bike Enduro-Gefühle. Einer der wenigen Kritikpunkte sind die schwachen Bremsen. Die G2R sind für die Abfahrtsstärke des Bikes unterdimensioniert. Doch das ändert nichts daran, dass unser Testteam das Crafty Air geschlossen zum besten Abfahrer des Vergleichs kürte. Mit 25 Kilo gehört das Bike leider nicht zu den leichten EMTBs. Erfreulicherweise machte unser Testbike dennoch auch auf flachen und kurvigen Trails noch Spaß und zeigte nicht das typische Panzerfeeling manch schwerer Boliden. Daran haben zum einen die recht leichten Laufräder Anteil, zum anderen glänzt auch hier die gute Hinterbaufederung. Beim Pedalieren, Pushen oder Abdrücken gibt's viel Gegendruck. Das fördert die Spritzigkeit. Ein ausgewiesen wendiger Trailflitzer ist das Bike allerdings nicht. Dafür überzeugt es mit richtig viel Sicherheit. Wer ein EMTB für so ziemlich jede Gelegenheit sucht, das auch im richtig schweren Gelände mithält, der wird hier fündig. Das macht das Crafty zum verdienten Testsieger in der All-Mountain-Klasse. Ein paar Worte noch zur Größenwahl. Mondraker ist bekannt für seine besonders lange Forward Geometry. In unserem Test hatten wir allerdings ein Bike in Größe Medium, während die anderen Kandidaten in Large angetreten sind. Mit einem Reach von 462 mm landet das Crafty in Medium genau im Mittelfeld der anderen Large-Kandidaten. Das sollten Interessenten beim Kauf beachten. Am besten, wenn man die Möglichkeit hat, einfach 2 verschiedene Größen Probe fahren.